Wenn du dir ein Haus bauen möchtest oder ein Auto finanzieren willst, gehst du zur Bank und nimmst einen Kredit auf. Jetzt stell dir vor, du lebst in einem Land wie Estland und hast keinen richtigen Zugang zum Bankensystem. Doch wie kommst du nun an das Geld, um ein Haus zu bauen? Genau hier kommt Peer-to-Peer-Lending ins Spiel. Doch was ist das eigentlich genau und wie kannst du damit Geld verdienen? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Konnten bisher nur Banken und Unternehmen einzelnen Personen Geld leihen, ist es seit 2005 auch Einzelpersonen möglich, fremden Menschen Geld zu leihen. Klar konntest du auch vorher schon deinem Nachbarn Geld leihen, doch seit 2005 ist das Ganze als Anlageklasse neben Aktien oder Anleihen für Privatpersonen möglich. Dabei ist der Markt für Peer-to-Peer-Lending im Vergleich zum klassischen Konsumentenkreditmarkt relativ klein, mit nur 3,2 Milliarden im Vergleich zu 230 Milliarden. Und dennoch ist diese Anlageklasse für risikobewusste Anleger sehr interessant. Denn in dieser Anlageklasse können vergleichsweise hohe Renditen von 10 bis 15% erwirtschaftet werden. Zugleich hilfst du mit deinen Krediten anderen Menschen, sich zum Beispiel eine Existenz aufzubauen, welche ihnen normale Banken nicht ermöglichen. Doch wie genau funktioniert Peer-to-Peer-Lending eigentlich? Peer-to-Peer-Lending bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass eine Person einer anderen Person Geld leiht. Nun hast du wahrscheinlich nicht mehr eben eine halbe Million Euro irgendwo rumliegen, welche du dann auch verleihen willst. Das musst du auch gar nicht, denn Peer-to-Peer-Lending funktioniert wie Crowdfunding schon mit sehr kleinen Summen. Zur Erinnerung, Crowdfunding bedeutet nichts anderes, als dass ein Kollektiv von Personen eine gewisse Summe zusammen aufbringt, um ein Vorhaben zu finanzieren. Ganz so, wie du und deine Freunde zusammenschmeißen, um eine große Party oder einen Urlaub zu finanzieren. Dabei kann jeder eine individuell für ihn passende Summe ausgeben. Genauso funktioniert auch Peer-to-Peer-Lending. Du kannst beispielsweise monatlich 200 oder 400 Euro in eine Peer-to-Peer-Plattform einzahlen. Dieses Geld kannst du dann auf verschiedene Kredite verteilen. Dadurch, dass andere dies genauso machen, bekommen Kreditnehmer ihren Kredit zusammen. Sicher fragst du dich jetzt, warum es im Peer-to-Peer-Lending so hohe Renditen gibt. Das hat einen einfachen Grund. Wir erinnern uns, Peer-to-Peer-Lending ist vor allem für diejenigen Kreditnehmer interessant, die keinen klassischen Bankenkredit erhalten. Doch warum erhalten diese Personen eigentlich keinen Kredit von der Bank? Dies kann natürlich mehrere Gründe haben. Der häufigste ist jedoch eine fehlende oder schlechte Bonität. Das bedeutet, dass eine Bank zu viel Angst hat, ihr Geld nicht wiederzubekommen und es deswegen nicht verleiht. Kann mir das nicht auch passieren, fragst du dich jetzt sicher? Die Antwort darauf ist, ja, es kann passieren. Dafür bekommst du auch höhere Renditen. Denk immer dran, je höher das Risiko, desto höher auch die Rendite. Deswegen bekommst du auch für ein Sparkonto nur 0,001% Zinsen, da hier kein Risiko herrscht. Okay, jetzt weißt du also, was ein Peer-to-Peer-Kredit ist. Doch wie investiere ich nun in einen Peer-to-Peer-Kredit? Dazu gibt es eine Reihe von Plattformen, welche unterschiedlich an das Thema herangehen. Da gibt es zum Beispiel Bondora oder Mintos. Wir selbst nutzen zum Beispiel Bondora Go and Grow. Diese Plattform ermöglicht es dir, dein Geld zu einem festen Zinssatz von 6,75% anzulegen. Dabei kannst du dein Geld jederzeit abheben. Wir nutzen diese Plattform beispielsweise für unseren Emergency Fund. Wir haben dir das Produkt mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die ersten 100 von euch, die sich bei Bondora mit diesem Link anmelden, erhalten einen 5€ Bonus auf ihre erste Einzahlung. Also sei schnell. Wem würden wir also Peer-to-Peer-Kredite nun empfehlen? Grundsätzlich jedem Anleger, der sich des Risikos bewusst ist. Sicher, es gibt ein paar Mechanismen, welche dafür sorgen, dass du im Notfall zumindest einen Teil deines Geldes zurückbekommst. Doch, wenn alle Stricke reißen, kann es passieren, dass dein Geld futsch ist. Deswegen würden wir jedem empfehlen, maximal 20% deines Portfolios in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, um mögliche Schäden abzumildern. Es ist jedoch auch eine nette Rendite, die sich dir da bietet. Wir sehen also, dass das Peer-to-Peer-Lending für risikobewusste Anleger durchaus eine Alternative ist. Solange du dir des Risikos bewusst bist, ist es durchaus sinnvoll, 10 bis 20% deines Portfolios in Peer-to-Peer-Lending zu investieren. Es kann jedoch bei einzelnen Krediten auch zu Totalausfällen kommen. Wenn du das Peer-to-Peer-Lending erst einmal ausprobieren willst, empfehlen wir dir, die Plattform Bondora Go and Grow zu testen. Bedenke jedoch, wir können nur Tipps geben, jedoch keine Garantien und wir sind keine Anlageberater. Du möchtest uns unterstützen, damit wir jede Woche neue Videos zur Verfügung stellen können? Dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen.
Bis zum nächsten Mal, euer Leben in Freiheit.